Hallo Leute, es ist Mitte November und wieder ein Monat rum und die Zahnspange ist jetzt seit 9 Monaten drin. Der Behandlungsschritt nach der AGA. Mir geht's gut damit. Man gewöhnt sich dran irgendwie. Also am Anfang hat mich das so genervt und ich habe beim Essen immer gedacht, oh, wie ätzend, wie ätzend, wie ätzend. Aber inzwischen fällt es mir gar nicht mehr so auf. Also was nervt ist, dass das Essen halt hängen bleibt in der Zahnspange, aber ich kann halt schon wieder relativ gut kauen und dann ja, kann man das recht gut ignorieren. Ne? Weil irgendjemand hatte darüber mal nachgefragt, deswegen wollte ich euch das nochmal genauer vorstellen. Nachts ist ja nicht viel Bewegung im Mund, ne? Und dann liegen die Lippen, die Zahnschleimhaut so direkt an der Zahnspange an und wird dann ganz schnell gereizt davon. Und deswegen mache ich mir nachts halt so selbst gebastelte Polster ein. Die habe ich mir einfach aus einem Stück Schwimmnudel zurechtgeschnitten. Schwimmnudel, so viel ist gut. Und ich wollte euch das mal zeigen, falls jemand da eine Inspiration braucht. Weil wenn ich ohne die Dinger schlafe, dann wache ich früh auf und meine Schleimhäute sind aua, 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 aua. Und dann, das wird dann nicht besser, ne? Es wird immer nur schlimmer und jedenfalls trage ich die einfach immer zum Schlafen. Immer wenn ich rede oder wenn tagsüber, wenn man isst und so, dann ist ja viel Bewegung drin, dann stört es nicht so. Aber nachts, wenn es alles in einer Position ist die ganze Zeit, dann drückt sich das da so richtig rein und dann ist das schnell gereizt. Deswegen habe ich hier so kleine, 4 Stück habe ich davon. 4 Stück für jede Ecke ein. Weil hier vorne reizt es am meisten. Und dann mache ich die einfach so rein, da, über die Zahnschwange. Ja. Und auf der anderen Seite. Ja. Und ich mache gerade ein Video, danke. Und unten. So. Auf der anderen Seite unten. Da, so. Ja, hier könnt ihr euch nicht vorziehen, so. Und das ist schön ausgepolstert hier. Und so lassen sich die Nächte echt gut rumkriegen und ich habe fast nie Probleme. Und das ist echt. Das macht es erträglich. Ja. Muss man immer abwaschen, natürlich. Und ab und zu mal erneuern, die werden platt mit der Zeit. Aber das ist schon okay. Also, ob da mal Chemikalien drin sind, die mir jetzt langfristig irgendwie, keine Ahnung was, ist mir aber im Moment egal, weil irgendwie muss das erträglich sein. Ja, sonst hatte ich keine Migräne oder sonst was weiter. Aufbauten passen. Der letzte Termin war vor 2 Wochen jetzt wieder. Und dabei wurde wieder Kette raus, oben und unten und Bogen raus, oben und unten und putzen und wieder Bogen rein, oben und unten. Und was jetzt neu ist, ist, dass ich jetzt oben eine ganz spezielle neue Kette aus Amerika. Ja, jedenfalls gibt es ja eine super tolle Kette wohl, die noch besser zieht und noch schneller zum Ergebnis führt. Das sieht man vielleicht jetzt auf dem Video nicht so, aber die ist so ein bisschen grau. Vorher waren die normalen Ketten sind so durchsichtig, gummimäßig und die ist so ein bisschen grau und das soll wohl dann noch schneller gehen. Und hat er jetzt was gemacht, was ich habe gar keine Zeit gehabt oder dran gedacht nachzufragen, warum. Aber ja, die 4 Schnellzähne hat er mit einer normalen Kette verbunden und jeweils die 3 auf rechts und links. Also die 3 Zähne auf der Seite und die 3 Zähne auf der Seite sind auch mit einer normalen, durchsichtigen, stinknormalen Gummikette verbunden. Und das zieht jetzt die Zähne hier in der Mitte zusammen. Irgendwie ist es noch ein bisschen asymmetrisch, ich denke mal deswegen. Aber so ganz genau weiß ich nicht, was er macht. Ich habe jetzt jedenfalls die letzten Tage gemerkt, dass sich die Zähne neu aneinander anpassen. Also die Schneidezähne oben und die Schneidezähne unten. Ich merke das dann, das knickert und knackert dann so ein bisschen. Also es tut überhaupt nicht weh. Aber so, ich merke, dass die in Bewegung sind so. Und sich so wieder neu aneinander rantasten quasi. Ja. Und sonst, auf der Seite ist jetzt der 5er rangerutscht. Dahinter ist jetzt eine große Lücke zum 6er. Da.
Und auf der Seite ist es fast genauso, nur da ist der Fünfer noch nicht ganz rangerutscht, da ist noch eine kleine Lücke. Ja. Aber auch wieder eine große Lücke zum Sechser. Also der nächste Schritt ist nachher die Sechser nach vorne zu holen. Und dann rutschen die Siebener wohl auch mit hinterher. Ja, sonst, die Aufbauten hat das jetzt nicht beeinflusst. Dadurch, dass jetzt nur die Fünfer noch weiter vorkommen, verschwindet jetzt der Kontakt der Fünfer zu den Aufbauten unten. Aber mehr ist jetzt da nicht passiert. Da sieht man, der erste aufhaute und der Fünfer ist schon davor gerutscht. Und dadurch hat er da keinen Kontakt. Und deswegen hatte ich jetzt auch überhaupt keine Probleme mit, dass sich irgendwie da kontaktmäßig was verändert hat, was mir Probleme gemacht hätte. Ja, eigentlich wollte ich ihn ja fragen, wie lange er denkt, dass ich das noch drin habe, aber dann haben wir bei unserem einen Zwilling das Zungenbändchen spontan, nein, nicht spontan, halb spontan. Ich habe das schon seit einem Monat beobachtet gehabt oder gewusst, dass es das Zungenbändchen wahrscheinlich ist, dass er so schlecht zunimmt. Schlecht zugenommen hat er schon länger. Und dann haben wir ihn gefragt, ob, also mein Zahnarzt da, ob er das macht und er kann das, er macht das mit Laser und da hat er das gleich an dem Tag gemacht, so hat er das reingeschoben. Und da hatte ich keinen Nerv, noch irgendwas anderes zu fragen, da war ich mit meinen Gedanken bei dieser Sache. Und es hat auch gut was gebracht, also 2,5 Tage hat er zwar dann gar nicht gestillt danach, das war echt anstrengend, aber seitdem stillt er richtig gut und kackt nicht mehr grün, kackt nicht mehr ständig und es scheint doch schon so, als ob er so ein bisschen dickere Bäckchen gekriegt hat, also das war die richtige Entscheidung, auch wenn es nervig war zwischendurch. Ja, aber das hat ja eigentlich mit den Zähnen gar nichts zu tun. Aber das war der Grund, warum ich vergessen habe zu fragen, wie lange ich jetzt die Zahnspange noch wahrscheinlich drin haben muss. Ja, das war mein Update. 9 Monate. Bis in einem Monat. Tschüss.